Mobile Learning, Kapitel 6, Einleitung. Leben und Lernen in der heutigen digitalen Gesellschaft impliziert Leben und Lernen mit neuen Medien. Der Begriff neue Medien wird oft synonym mit Multimedia und digitalen Medien gebraucht. Er beschreibt unterschiedliche Typen von Medien, die auf elektronischen und digitalen Technologien basieren und interaktiv und mobil eingesetzt werden können. Mobile devices are portable electronic computing devices which can be used wireless and with minimal efforts. Soweit hat Dai das 2007 formuliert. Mobile Endgeräte ermöglichen dem Nutzer einen direkten, schnellen und ortsunabhängigen Zugriff auf Informationen, Wissen, Lerninhalte. Diese Vorteile machen sie so interessant für das Lernen und Lernen, besonders für das Lehren und Lernen und besonders für den Bereich E-Learning und für die Fernlehre. Bayerle 2006. In den letzten Jahren hat sich die Bezeichnung Mobile Learning etabliert, die diese Lernprozesse aufgreift und beschreibt. Oft wird der Begriff als neu und zeitgemäß empfunden, wobei dabei ist das Mobile Learning im Prinzip seit dem Buchdruck und der damit verbundenen Transportierbarkeit von Inhalten und Wissen möglich. Im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung und Verfügbarkeit mobiler Endgeräte hat sich allerdings auch der Fokus mobilen Lernens vom Gerät auf den Nutzer bzw. auf die Inhalte verschoben. Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit den Prozessen des mobilen Lernens und seiner Einordnung und dem Einsatz im Bereich E-Learning und in der Fernlehre. Hierzu werden zuerst unterschiedliche Definitionsansätze aufgegriffen, die verschiedene Aspekte in den Fokus nehmen und gegeneinander abgrenzen. Das nachfolgende Unterkapitel stellt grundlegende Theorien und Modelle vor und beschreibt den aktuellen Forschungsstand. Im 4. Unterkapitel wird die Bedeutung mobilen Lernens in der Fernlehre anhand von Einsatzszenarien und Beispielen herausgearbeitet. Chancen und Grenzen des mobilen Lernens stehen im Mittelpunkt des 5. Unterkapitels. Das Kapitel Mobile Learning endet mit einem Ausblick. Ja, also dann haben wir erstmal eine Grafik hier, wo das Ganze nochmal im Überblick dargestellt wird. Also 6.1 Definitionen. Für den Begriff Mobile Learning gibt es zurzeit in der Literatur keine einheitliche Definition. Daher sollen an dieser Stelle verschiedene Definitionsansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgestellt werden. Mason und Rennie 2008 beschreiben Mobile Learning ganz allgemein als einen konsequenten nächsten Schritt in einer langen Tradition von technikunterstütztem Lernen, das sich zu einem allgegenwärtigen, alles durchdringenden, vernetzten und persönlich individuellem Lernen entwickelt. Gegensätzlich ist innerhalb der unterschiedlichen Definitionen auch ein veränderter Blick auf den mobilen Lernprozess zu beobachten. So haben zum Beispiel die
Googles, so haben zum Beispiel Googles Ulmer, Evans und Drexler das tragbare Gerät an sich und seine technischen Aspekte in den Vordergrund ihrer Definition gestellt. Mobile Learning means learning delivered enhanced or supported mainly and solely by wireless and mobile devices and technologicals. Ähnliche Beschreibungen sind auch bei Learner, bei Lena und Nutzkabel sowie bei Shama und Kitchen zu finden. Ein anderer Blick auf Mobile Learning ist seine Festlegung auf einen Teilbereich von E-Learning. So versteht auch die WIT Mobile Learning, so versteht auch die WIT 2013 Mobile Learning als eine Erweiterung von E-Learning, weist allerdings auf eine klare Abgrenzung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten hin. Während E-Learning bei aller Formen des Lernens mit elektronischen oder digitalen Medien meint und Blended Learning für die Kombination von Online- und Präsenzphasen steht, bezeichnet Mobile Learning das Lernen und Informieren unterwegs mit portablen, mobilen Endgeräten, die einen sofortigen und direkten Zugriff auf Informationen und Wissen ermöglichen und zumeist vernetzt sind. Vor allem ist Mobile Learning dabei zeit- und ortunabhängig. Wieder andere Wissenschaftler, wie zum Beispiel Chavez, May und Kohl, betonen den sozialen Aspekt von mobilen Lernprozessen und seine Bedeutung für das lebenslange Lernen. So definieren O'Malley und andere Mobile Learning as any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed predetermination location, oder learning that happens when the learner takes advantage and learning opportunities offered by mobile technologicals, Technik und Lernen, und die Perspektive des Lernenden werden in dieser Definition miteinander verknüpft. Zur Vertiefung der unterschiedlichen Definitionsansätze eignet sich der Artikel Mobile Learning, Begriffe, Modelle, Forschung, pädagogisch-psychologische und didaktische Aspekte des M-Learnings im formellen Bildungskontext von Parcel und Barnett. Kuhl erweitert den Begriff Mobile Learning um die Aspekte der sozialen Interaktion und des individuellen Lernens. Sie beschreibt Mobile Learning als Prozess resulting from the convergence of mobile technologies, human learning and capacities and social interaction. Besonders im Kontext der Form der Fernlehre sind der Gebrauch mobiler Endgeräte zur Steuerung der eigenen Lernprozesse, die Mobilität der Lernenden und der soziale Austausch der Lernenden mit untereinander relevante und wichtige Aspekte. Ihre Vorstellung von Mobile Learning hat Kuhl in einem Modell umgesetzt, welches unter anderem im folgenden Kapitel genauer beschrieben wird. Kapitel 6.2 Theorien und Modelle. In diesem Kapitel werden 3 unterschiedliche Theorien und Modelle vorgestellt, die allerdings nur einen ausschnitthaften Ausblick auf die Thematik des Mobile Learnings Lernens bieten. Die Beschreibung des Distributed Learning von Mason und Ernie ermöglichen die Verortung von mobilen Lernen, von Mobile Learning und Distance Education in einem gemeinsamen Kontext.
Das Frame-Modell von Kuhl 2009 fokussiert neben der sozialen Interaktion auch die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen der Lernenden und die Theory of Learning for the Mobile Age. Schappel, Taylor und Weber analysiert das Dreieck Wissensaneignung, Mensch und Technik auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Kapitel 6.2.1 Distributed Learning. Im Gegensatz zu Kuhl haben Mason und Rennie eine andere Perspektive auf das Mobile Learning. Sie definieren den Begriff als eine Ressource von verteiltem Lernen, von Distributed Learning. Für die Autoren ist Mobile Learning eine zwingende Konsequenz, die sich aus der technischen Entwicklung im Hinblick auf Lernprozesse ergibt. Mobile learning is considered the next step in a long tradition of technological mediated learning, which is heading towards ubiquitous, pervasive, personal and connected learning. Lernen verteilt sich auf unterschiedliche Medien und unterschiedliche Orte. Sowohl Lerner als Lerninhalt und Medien können Schwerpunkte der Gestaltung von Lernprozessen sein. Lernen ist Alltagsleben und findet unabhängig von geplanten Lernsituationen statt. In diesem Sinne definieren Mason und Rennie Distributed Learning anhand der folgenden Merkmale. The components of the course are distributed across multiple media. Distributed learning can be used to augment traditional courses, to deliver distance education courses, or to create fully online courses. Providing flexibility for the students in terms of time or location of study is one key aim of pedagogical und Distributed Learning. Weiterführend beschreiben die Autoren Mobile Learning als eine Ressource, die Distributed Learning ergänzt und unterstützt. Das Modell von Mason Rennie greift Mobile Learning, wie in Kapitel 6.2 zu sehen ist, nicht gesondert auf. Dann haben wir wieder eine grafische Abbildung vom Distributed Learning von Mason Rennie. Hier. Aber lässt sich mobiles Lernen wirklich nur auf den Geräte bzw. den Hilfsmittelaspekt reduzieren? Ist es nicht vielmehr eine eigenständige Lernform, die sowohl Face-to-Face-Lernszenarien als auch Blended Learning, E-Learning und Distanz-Education-Szenarien unterstützt und somit individuelles Lernen fördert und sich daher als ein zweiter umfassender Rahmen von Distributed Learning anordnen lässt? Mobile Learning ermöglicht Lernenden den Zugang zu Inhalten und Wissen jederzeit und von jedem Ort. Es ermöglicht Austausch und Kollaboration durch Vernetzung mit anderen. Distributed Learning bietet dabei den Rahmen für unterschiedliche Lernformen, Lernstile und Lernmedien. Kapitel 6.2 Das Frame-Modell. In ihrem 2009 entwickelten Frame-Modell Framework for the Rational Analysis of Mobile Education versucht Margaret Kuhl die Beziehung zwischen mobilen Technologie,
individuellem Lernen und sozialer Interaktion herauszuarbeiten und darzustellen. Im Kontext dieses Abschnittes wird nur ansatzweise auf die Elemente ihres Modells eingegangen. Zur weiteren Vertiefung lesen Sie am Modell of Framing Mobile Learning. Die Autorin präsentiert mobiles Lernen in der Schnittmenge von 3 Kreisen innerhalb eines Venn-Diagramms, wie in der nachstehenden Abbildung zu sehen, bilden die Kreise D Device-Aspekt, L Learner-Aspekt und L Social-Aspekt, die wiederum einzelnen Aspekten zugeordnet sind. Also haben wir 3 Kreise in Schnittmengen: Learner-Aspekt, Device-Aspekt, Social-Aspekt, und dann haben wir dann die Schnittmenge LS Interaction Learning, dann haben wir die Schnittmenge DLS Mobile Learning, dann haben wir die Schnittmenge DL, also zwischen Device Aspect und Learner Aspect, das heißt Device Usability, und zwischen Device und Social Aspect, Social Technology. Der Device-Aspekt bezieht sich auf die physikal-technische Technical und Functional Characteristics of a Mobile Device und beeinflusst den praktischen Nutzen und damit in der Konsequenz auch die Aufmerksamkeit der Lernenden. Je einfacher die Handhabung eines mobilen Gerätes ist, umso mehr kann der Lernende seine Aufmerksamkeit auf die Lerninhalte fokussieren. Die individuellen Aspekte der Wissenskonstruktion und des Wissensaustausches sowie der persönlichen Motivation werden unter dem Begriff Learner-Aspekt zusammengefasst. Sie haben laut Kuhl wiederum Einfluss auf die subjektive Verarbeitung der Lerninhalte. The process of social interaction and cooperation beschreibt den dritten Kreis. Social Aspekt. Erfolgreiche Kommunikation und der Austausch von Informationen und Wissen im Sinne der Lernenden kann nur gelingen, wenn kulturell bedingte und grundlegende Regeln der Zusammenarbeit und Kommunikation berücksichtigt werden können. Aus den Überschneidungen der Kreise ergeben sich zusätzlich die Bereiche Device Usability, Interaction Learning and Social Technological. Der Zugriff auf Informationen und Wissen im World Wide Web und die Zusammenarbeit in und zwischen Gruppen und Netzwerken werden durch mobile Geräte unterstützt. Nach Kuhl verbessert der Mobile Learning Prozess, der in den Informationskontext eingebettet ist, die Zusammenarbeit zwischen Lernenden und ermöglicht den Zugriff auf relevante Informationen und eine vertiefte Auseinandersetzung in den Lerninhalten. Für die Fernlehre bedeutet das eine Unterstützung von Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen und innerhalb von Peergruppen und Experten sowie einen vereinfachten
Zugriff auf Lerninhalte und damit verbunden eine Förderung individueller Lernprozesse. Kapitel 6.2.3 Theory of Learning for the Mobile Age. In einer spezifischen Lerntheorie für das mobile Zeitalter versuchten 2007 Mike Sharpless, Joseph Taylor und Jasimi Varola die beiden Aspekte von Mobilität und Mobile Geräte und Mobile Learning von Mobilität, mobile Geräte und langsam. Die beiden Aspekte von Mobilität, also mobile Geräte und mobile Lernende, miteinander zu verknüpfen. Den Schwerpunkt bilden dabei weder die Technik noch die Lernenden, sondern die Kommunikation zwischen diesen beiden Gruppen. Grundlegend für die Theorie des Lernens im mobilen Zeitalter ist die Annahme, dass das Gespräch, die Konversation Basis jeden Lernens ist. Hierbei stützen sich die Autoren auf die Conversation, die Theorie von Pasek oder von Pask. Zitat: In order to learn, a person or system must be able to converse with itself and others about what it knows. The partner may be a teacher or another learner, or it may be a computer interactivity technology. Die Rolle der Technik nach den Autoren, die Rolle der Technik kann nach den Autoren vielschichtig und facettenreich sein. Sie kann an einigen Stellen Lehrpersonal ersetzen, Lernumgebungen anreichern, Hilfsmittel sein, Platz für gemeinsames Lernen und geteiltes Lernen schaffen. Grundlage ist aber immer eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsamer Kontext. Beides muss in jeder Konversation neu ausgehandelt werden. In diesem Zusammenhang umfasst die Definition von Sharpless sowohl das Lernen mit tragbaren Geräten als auch das Lernen in der Zeit von mobilen Lernen und mobilem Wissen. Mit dem Framework-Modell angelehnt an Engström beschreiben sie die verschiedenen Aktivitäten zwischen Menschen und Objekten innerhalb des Systems auf den verschiedenen Ebenen. Haben wir eine Abbildung, Framework of Analyzing Mobile Learning. Also Dreieck, Control, Media Artifacts und Communication. Hierbei wird zwischen einer technischen und einer semiotischen Ebene unterschieden, die auf der einen Seite Softwareentwicklern und Technikern, auf der anderen Seite Bildungswissenschaftler einen Analyserahmen für mobile Lernprozesse bieten soll. Allerdings betonen die Autoren, dass die Ebenen nicht nur einzeln betrachtet, sondern auch ergänzend übereinander gelegt werden können. Im Modell ist der Lerner, Subject, im Mittelpunkt der Analyse. Das Objekt ist das Problem, auf das sich die jeweilige Aktivität richtet. Control beschreibt die Überprüfung des Lernprozesses zwischen dem Lernenden
und dem Lehrenden innerhalb einer Gruppe Lernender und auch zwischen Lernendem und technischem System. Rückmeldung des Computers bei einer fehlerhaften Lernaufgabe. Diese Kontrolle ist unabhängig von Regeln und den sozialen Systemen, bestehen zum Beispiel Kommunikationsregeln mit Kontext bezeichnet die Autoren den situativen Zusammenhang, innerhalb dessen Lernen stattfindet. Dieser ist jedoch aufgrund der Mobilität kein statisches Konstrukt, sondern ändert sich nach Umgebung. In one sense, context can be seen as an ever-playing movie which each frame of current context being a processing from earlier words and the entire movie being und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir hier ein paar Abbildungen. Lernen im mobilen Zeitalter beschreibt also nach Sharpless einen kontinuierlichen Prozess der Wissensaneignung über Konversation in unterschiedlichen Kontexten zwischen Menschen und interaktiver Technik. Die drei hier dargestellten Theorien bilden nur einen Ausschnitt aus der derzeitigen wissenschaftlichen Diskussion. Sie zeigen allerdings deutlich, wie komplex die Lernprozesse und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Systemen sind. Nur wenn bei der Entwicklung mobiler Lernsysteme Lernende und Lerninhalte, Technik und Medien in ihrer Spezifika betrachtet werden, kann mobiles Lernen erfolgreich sein. Besonders in der Ferne können mobile Lernszenarien und formales Lernen und individuelle Lernformen unterstützen, sowie die Trennung zwischen Lernenden und Lehrenden als auch innerhalb der Lernenden ein Stückweise überbrücken. Soweit mal Kapitel 6.2. Jetzt kommt Kapitel 6.3 über den Einsatz einer Fernlehre und ja, ich mache jetzt mal Schluss hier. Thema 6.5 Ausblick. Mobiles Lernen bedeutet nicht mehr nur den Schwerpunkt auf tragbare Technologien zu legen, sondern auch den mobilen Lernenden und die mobilen Lerninhalte in den Fokus zu stellen. Was aber eigentlich mobiles Lernen ist, wird in den bisherigen Theorien und auch in der angewandten Praxis nicht ganz eindeutig geklärt. Einheitliche Definitionen und Konzepte fehlen und es gibt gerade in diesem Kontext noch viel Forschungsbedarf. Verändert die Mobilität Lernprozesse und Lernvorgänge, wie sie in behavioristischer, kognitivistischer oder konstruktivistischer Lerntheorie verschieben werden, oder ist es so, dass dieselben Inhalte auf dieselbe Weise bearbeitet und nur mit neuen medialen Möglichkeiten transportiert werden können? Fragezeichen. Führt die Anwendung und Nutzung mobiler Technik und Lernsituationen zu einem neuen Lernen, oder ist es der Lernende selbst, der mit seinen Kompetenzen und Bedürfnissen mobiles Lernen zu einer neuen Lernform für sich selbst entwickelt?
Eine zielgerichtete Entwicklung von Mobile Learning Anwendungen kann die Möglichkeit sozialer Vernetzung und den damit verbundenen Wissensaustausch unterstützen. Didaktisch geplant und implementiert können Mobile Learning Anwendungen bestehende Lernszenarien wie Face-to-Face, Blended Learning und E-Learning-Szenarien ergänzen und dazu beitragen, die Entfernung in Distanz-Education-Lernsituationen zu verringern, indem die Autonomie und Flexibilität der Lernenden gefördert wird. Mobiles Lernen wird mit der technischen Entwicklung in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen und im Bildungskontext mehr und mehr zum Einsatz kommen. Ja, also Vorsatzabschnitt, eine zielgerichtete Entwicklung von Mobile Learning Anwendungen kann die Möglichkeiten sozialer Vernetzung und den damit verbundenen Wissensaustausch unterstützen. Didaktisch geplant und implementiert können Mobile Learning Anwendungen bestehende Lernszenarien wie Face-to-Face, Blended Learning und E-Learning Education ergänzen und dazu beitragen, dass die Entfernung in Distanz-Education-Lernsituationen zu verringern, indem die Autonomie und Flexibilität des Lernenden gefördert wird. Ja, ist das so? Okay, Ende 6.5 und Ende der Lektion 6.